Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal 3 spannende Silber-Explorer-Aktien an, die in den nächsten Jahren in die Produktion gehen werden. Und wir werden mal schauen, ob die Aktien schon zu teuer geworden sind oder ob man hier noch einsteigen kann. All das in diesem Video. Ja, der Silberpreis ist gerade dabei, einen sehr, sehr ordentlichen Bullenmarkt hinzulegen und ist schon sehr, sehr gut gestiegen, über $40 beim Silberpreis, und dementsprechend sind natürlich auch die Silberminenaktien gut gelaufen. Und was sich da als nächste Frage stellt, ist natürlich ganz klar, okay, wann starten denn die Explorer-Aktien durch oder sind sie vielleicht schon durchgestartet? Das schauen wir uns heute mal in diesem Video an. Ich habe 3 spannende Aktien rausgepickt, doch bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir gleich schon mal rein in das Video und da sehen wir die erste Aktie, und das ist die Aktie von Silver Mines Limited mit ihrer Mine, der Bowden Silver Mine in Australien. Diese hat eine ordentliche Reserve von über 270 Millionen Unzen Silberäquivalent. Darüber hinaus gibt es noch ein bisschen Zinn und ein bisschen Blei. Und ja, der geplante Abbau soll über 16 Jahre ungefähr laufen, mit jährlich mehr als 4 Millionen Unzen Silber pro Jahr. Also schon nicht gerade eine kleine Mine, eine ordentliche Größe, sage ich mal. Und wenn man mal so den Preis ansetzt von Silber, sagen wir mal 40 US-Dollar pro Unze, dann käme man hier auf einen potenziellen Jahresumsatz von ungefähr 160 Millionen Dollar. Die voraussichtlichen All-in-Sustaining Costs, also wie teuer das Silber produziert wird in der Mine, ist auch ziemlich niedrig. Hier hat man so ungefähr Kosten von, ich sage mal, so knapp 15 US-Dollar pro Unze, und das ist schon ein relativ guter Wert in dem Bereich tatsächlich. Da haben viele andere große Minen auch durchaus schlechtere Werte. Und der geplante Produktionsstart ist für die Mine frühestens 2027, also da ist noch einiges hin. Und dementsprechend schauen wir mal uns die Aktie an, ob die hier schon zu gut gelaufen ist. Hier sehen wir den Chart. Ja, die Aktie ist auch schon länger an der Börse. Wir haben jetzt hier ja, im Prinzip so eine kleine Rallye gehabt, seitdem der Silberpreis so extrem gut gelaufen ist, über $30. Und hier sehen wir im Vergleich zu anderen Explorer-Aktien tatsächlich, dass hier vielleicht noch so ein bisschen Potenzial drinsteckt. Wir gucken uns mal jetzt die Finanzdaten an. Wir haben jetzt hier eine Marktkapitalisierung von 320 Millionen australische Dollar. Und das entspricht dann ungefähr 210 Millionen US-Dollar. Ihr seht also, wenn wir mal vergleichen, welchen Umsatz hier erzielt werden kann in den nächsten Jahren, dann, wenn die Mine am Start geht, ja, also dann so die 160 Millionen Dollar, dann sehen wir, dass wir hier jetzt eigentlich eine relativ niedrige Bewertung haben noch bei der Aktie und die Aktie tatsächlich noch gar nicht mal so stark gelaufen ist. Und rein charttechnisch finde ich es auch recht interessant. Wir haben jetzt hier diesen Rücksetzer gehabt in den letzten Wochen, halten diesen kleinen Durchschnitt, beziehungsweise haben jetzt hier diesen Aufwärtstrend aufgebaut, und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, und ich denke, dass wir hier auch, gerade in diesem positiven Umfeld, das wir jetzt aktuell haben, dass wir hier auch in den nächsten Wochen relativ schnell dann auch weiter nach oben laufen werden. Und ich sag mal so, der Deckel bei der Aktie ist definitiv hier bei dem Bereich so von, ja, so 32 australische Dollar Cents. Und sollten wir da drüber steigen, dann könnte natürlich auch hier deutlich höhere Kurse dann bevorstehen, weil wenn hier so eine wichtige Marke aus dem Weg geräumt wird, dann steigen Aktien durchaus auch mal ein bisschen stärker, und dementsprechend bleibt die Aktie wirklich interessant, und ich finde die Bewertung auch im Vergleich zu vielen anderen Silberminen-Explorer-Aktien, finde ich die Aktie noch gar nicht mal so weit gelaufen, und deswegen finde ich sie mit auch einer der spannendsten Aktien, die ich jetzt aktuell gefunden habe. So, gucken wir uns mal die nächste Aktie an, und das ist New Pacific Metals. Die Mine, die Silver Sand Mine, die liegt in Bolivien, und die hat vermutete Reserven von 175 Millionen Unzen Silber. Und der geplante Abbau soll über 13 Jahre gehen, und auch hier, genauso wie bei der Silver Mines Limited, soll die Mine ungefähr so ab 2027 an den Start, also in die Produktion gehen. Natürlich kann da noch viel passieren, ja, es ist noch ein bisschen die Frage, ja, wenn man auf Probleme stößt, dann kann sich das alles verzögern, und ich sag mal auch Bolivien, Lateinamerika ist immer so ein kleines politisches Risiko auch mit dabei, ja, obwohl generell der Kontinent auch als bergbaufreundlich gilt, aber man muss das hier einfach im Hinterkopf behalten, dass man im Vergleich zu Australien so ein bisschen höhere Risiken doch noch hat.
Der potenzielle Umsatz, wie gesagt, der ist auch ziemlich ordentlich tatsächlich, wenn man auch hier einen Preis ansetzt von 40 US-Dollar pro Unze Silber, dann kommt man hier auf ungefähr ja, irgendwas so zwischen 500 und 600 Millionen US-Dollar Umsatz, also schon eine ordentliche Hausnummer tatsächlich. Und die All-in-Sustaining-Costs sind hier besonders niedrig. Hier schätzt man von ungefähr 11 Dollar pro Unze, also da ist man schon wirklich an einem Spitzenwert dran. Aber das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Man weiß natürlich nie, auf welche Probleme man stößt, und am Ende könnten diese Kosten tendenziell eher höher werden als niedriger. Von daher würde ich da das so mit so einem kleinen Augenzwinkern vielleicht nehmen und nicht ganz auf bare Münze legen, sondern man muss erst dann wirklich schauen, wenn die Mine dann am Start geht. Aber wenn das schon so niedrig geschätzt wird, hat man schon einen sehr, sehr guten Startpunkt, sag ich mal. Und wie gesagt, ja, man hat jetzt hier ordentliche voraussichtliche Umsätze alleine von der Mine, und man hatte natürlich auch andere Projekte. Von dem her finde ich dieses Unternehmen ziemlich spannend. Schauen wir uns mal die Aktie an. Die Aktie sieht im Grunde auch ähnlich aus wie Silvermines. Ja, wir haben auch hier diesen Ausbruch jetzt, also diesen verstärkten Aufwärtstrend, nachdem die Aktie ja die letzten Wochen auch ziemlich gut gelaufen ist. Und auch hier zeigt sich so ein bisschen eine Beschleunigung. Wir sind jetzt hier über dem 200 Wochen gleitenden Durchschnitt und haben auch hier diese lange Abwärtsphase überwunden, ja, die wir jetzt hier ja, geformt hatten über viele Jahre tatsächlich. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass wir hier auch eine stärkere Rallye sehen könnten und tatsächlich auch hier diesen oberen Bereich hier irgendwas so zwischen 4 und 7 kanadische Dollar dann steigen könnten. Wir gucken uns auch hier natürlich mal die Finanzzahlen an, wie das im Verhältnis steht zum Umsatz. Und hier sehen wir, dass wir hier mit 512 Millionen kanadische Dollar eine recht niedrige Bewertung haben, dafür, dass wir sowas ungefähr ja, mit 500 Millionen US-Dollar Umsatz rechnen könnten. Um das mal umzurechnen, das entspricht dann ungefähr so 370 Millionen US-Dollar. Ihr seht also, die Mine ist aktuell noch niedriger bewertet als der potenzielle Umsatz. Und das ist tatsächlich auch so ein Fall, dass man hier sagen kann, okay, hier ist ein Stückchen noch nicht alles eingepreist, und hier sind wir noch gut dabei, einige Prozente noch vor uns zu haben. Tatsächlich sehe ich die Aktie auch Potenzial, sich zu verdoppeln innerhalb der nächsten Monate, vor allem wenn jetzt hier mehr Geld in diesen Explorer-Sektor fließt. Glaube ich, dass wir hier mit New Pacific Metals auch entsprechend eine sehr, sehr spannende Aktie haben, wo man durchaus auch noch einige Prozente erzielen kann. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber ich finde das Unternehmen sehr, sehr interessant, und dementsprechend würde ich mir die hier auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen, um dann entsprechend auch vielleicht eine kleinere Summe zu investieren. Wie gesagt, das sind natürlich Risikoinvestments, ja, man weiß natürlich auch nie, was so dazwischen kommt, das habe ich ja schon gesagt. Und dementsprechend sollte man auch hier vielleicht nicht mit der gleichen Summe investieren, wie man jetzt in eine Microsoft investiert, sondern vielleicht eher so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Spielgeld, aber so ein bisschen Geld, was es nicht wehtut, wenn man einen Teil davon verliert. Ja, aber wie gesagt, wir sind aktuell in einem sehr, sehr positiven Umfeld, und deswegen glaube ich, dass wir hier auch angesichts des Chartbilds noch einige gute Zeiten und gute Kurssteigerungen noch vor uns haben könnten. So, kommen wir mal zur nächsten Aktie, und das ist die letzte Aktie, die wir heute besprechen. Und die Aktie, das ist Go Gold Resources mit ihrer Mine in Mexiko, der Los Ricos South Mine. Und hier hat man geschätzte Reserven von 90 Millionen Unzen Silber und 420.000 Unzen Gold. Ja, also hier ist es so ein bisschen so ein Mischprojekt, und natürlich nicht ganz so krasse Reserven wie jetzt zum Beispiel bei einer Silver Mines Limited. Ja, da ist man ein bisschen niedriger, aber ich sag mal, die Kombination aus Gold und Silber finde ich da auch recht spannend, und Silberäquivalent wären das ungefähr, wenn man das umrechnet, von dem Goldanteil auf Silber, wären das dann 145 Millionen Unzen Silber. Und auch hier der geplante Abbau soll über 15 Jahre stattfinden, entsprechend langer Abbauzeitraum. Und natürlich, wenn da der Silber- und Goldpreis weiter steigt, dann kann hier auch noch entsprechend mehr Geld verdient werden über die Zeit. So, rechnet man hier das gleiche mit 40 US-Dollar pro Unze Silber, dann kommt man auf ungefähr einen geschätzten Umsatz von ja, so etwas um die 290 Millionen US-Dollar. Und die All-in-Sustaining-Costs sollen auch etwa bei ungefähr so 11 Dollar pro Unze Silber liegen. Ja, also hier ist man auch relativ niedrig, aber wie gesagt, das ist mit so ein bisschen, ja, muss man noch mit einem kleinen Aufschlag später rechnen, wenn dann entsprechend die Produktionsschwierigkeiten kommen. Und auch bei so einer Mine ist es ja auch nicht so, dass
ja, jeder Fleck gleich ist, sondern dass die Schwierigkeiten unterschiedlich sind. Manche Bereiche lassen sich leichter abbauen, da sind die Kosten niedriger und bei manchen sind sie eben höher. Aber ich sag mal, schon mal ein guter Startwert, sage ich mal. Und auch hier soll der Start ähnlich wie bei den anderen Minen auch ab 2027 geplant werden und dementsprechend haben wir hier noch ein bisschen Vorlaufzeit. Wie gesagt, wir haben jetzt einen geplanten Umsatz von knapp 300 Millionen Dollar, das können wir mal so ins Auge fassen. Ja, wir haben jetzt hier die Aktie, die auch schon ein bisschen besser gelaufen ist, als jetzt im Vergleich zu den letzten beiden Aktien, die wir jetzt hier besprochen haben. Ja, wir haben ein ähnliches Chartbild, wir haben hier den Ausbruch und wenn die anderen Aktien so quasi hier in diesem Stadium sind, GoGold Resources entsprechend auch schon ein Stückchen weitergelaufen. Das heißt, die Bewertung ist auch noch ein bisschen höher. Wir haben jetzt hier 870 Millionen kanadische Dollar. Das entspricht ungefähr 630 Millionen US-Dollar. Und wie gesagt, wenn man so 300 Millionen US-Dollar Umsatz rechnen, haben wir jetzt einen KUV von 2. Das ist dann schon ein bisschen üppig, ja, und tatsächlich glaube ich, oder traue ich der Aktie dann auch hier entsprechend auf der Basis von der geplanten Produktion und dem geplanten Umsatz auch, ich sag mal so, im KV von 2, 3 zu tatsächlich. Also kann die Aktie durchaus auch nochmal 50% steigen. Und ja, das wäre dann ungefähr dieses Allzeithoch. Und darüber hinaus, glaube ich, muss man dann, ja, ist dann auch gar nicht mehr so viel zu holen tatsächlich. Aber auch hier glaube ich, wie gesagt, dass die Aktie das durchaus in den nächsten Wochen und Monaten erreichen kann. Wie gesagt, es kann auch gut sein, dass wir hier so einen kleinen Hype reinbekommen in den Sektor und dann ist man natürlich auch froh, wenn man in solche Titel investiert ist, weil dann die Bewertung teilweise so auch ein bisschen ausufern kann und dass man auch deutlich höhere Multiples sehen kann als jetzt ein KV von 2 oder 3, da kann man auch mal einen KV von 5 oder wenn es ganz krass wird, dann kann man auch einen KV von bis zu 10 sehen, ja, wenn der Hype sehr, sehr groß wird. Also hier finde ich, es ist ein sehr, sehr spannender Sektor, wie gesagt, und entsprechend kann man sich gerne, schaut euch gerne mal die Unternehmen natürlich auf ihrer Homepage entsprechend an, schaut euch gerne auch mal die Statements an, die man veröffentlicht hat. Ich finde alle Aktien ziemlich interessant. Sicherlich ist GoGold ein bisschen besser gelaufen als die beiden anderen. Da würde ich tatsächlich, was die Kursrendite angeht, traue ich dann New Pacific Metals und Silver Mines Limited entsprechend ein bisschen mehr zu. Gerade auch Silver Mines finde ich interessant, weil es eben in Australien ist und dementsprechend ja, glaube ich auch, dass wir hier ja, insgesamt einen ganz guten Mix haben. So, das war's von meiner Seite. Eine Sache noch in eigener Sache. Schreibt gerne zunächst mal eure Silberminen Explorer Aktien in die Kommentare. Dann tauscht die mir gerne mal in dem nächsten Video auch an, weil ich glaube, der Sektor wird noch sehr, sehr spannend und ich möchte da gerne so viele Titel finden wie möglich. Und die zweite Sache ist, quasi so ein bisschen in eigener Sache, habe ich jetzt eine App veröffentlicht, so eine Finanzrechner-App, wo man so ein bisschen ja, verschiedene Dinge durchkalkulieren kann. Schaut es euch gerne mal an. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ihr seht hier schon einige Rechner, die euch so ein bisschen im Alltag helfen bei der Börse. Und auch, was ich ganz spannend finde, ist so ein KGUV-Projektor, also wo ihr hier quasi eingeben könnt, welchen Bewertungsmaßstab ihr nehmt auf KGV oder KUV. Dann wählt ihr noch den Sektor. Und dann sind hier quasi die Durchschnittswerte hinterlegt, dass ihr quasi anhand des KUVs oder KGVs und des entsprechenden Umsatz- oder Gewinnwachstums die Bewertung testen könntet der Aktie, ob die Aktie aktuell teuer ist oder günstig. Ich glaube, das hilft ganz gut, sich so ein bisschen zurechtzufinden, ja, und ist auch schön grafisch dargestellt. Schaut gerne mal rein, wie gesagt, die App ist kostenlos, nur ein bisschen Werbung, um das Ganze zu finanzieren. Das zumindest in eigener Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.